Ist die deutsche gesetzliche Rente wirklich immer in Deutschland zu versteuern, auch wenn du auswanderst? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig unser Seminar Ruhestand im Ausland, und zwar in Edinburgh in Schottland. Und auch demnächst werden wir das Seminar wieder veranstalten. Dort beschäftigen wir uns intensiv genau mit solchen Fragen wie die wir jetzt auch in diesem Video besprechen. Also wenn du vorhast auszuwandern, wenn du planst, deinen Ruhestand im Ausland zu verbringen, in der Sonne, bei schöner Lebensqualität, bei geringeren Lebenshaltungskosten möglicherweise und bei wunderbarem Wetter, vielleicht je nachdem, wo es dich hinzieht, dann ist das Seminar, bei dem du dabei sein solltest. 2 Tage intensiv mit mir in Edinburgh, wo wir uns dann natürlich auch verschiedene Länder anschauen werden, die für dich möglicherweise interessant sind, die auch steuerlich interessant sind und wo du dann das meiste aus deinem Ruhestand, aus deinem Kapital, aus deiner Rente machen kannst. Also ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Dein Partner, deine Partnerin kann wie immer ohne Aufpreis mitkommen. Wir machen dort auch noch andere interessante Seminare in dieser Woche, nämlich einmal Auswandern nach Malta und einmal auch noch unsere Braveheart LLC Masterclass. Also wenn das Themen sind, die dich auch interessieren, dann überleg dir, ob du die ganze Woche daran teilnehmen willst. Natürlich mit einem großzügigen Rabatt. Alle weiteren Infos auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe vor kurzem einen Short hier veröffentlicht auf YouTube und da habe ich in einer Kürze erklärt, wo Renten zu versteuern sind, wenn du im Ausland lebst als Rentner. Also im Grunde genommen eine Kurzversion von diesem Video hier, ganz kurz, ganz kompakt. Und es hat keine 10 Sekunden gedauert nach Veröffentlichung. Da hat schon jemand kommentiert, die gesetzliche Rente ist immer in Deutschland zu versteuern, egal wo du wohnst. Und ich habe ja schon einige Videos zum Thema Renten und Besteuerung von Renten auf diesem Kanal veröffentlicht. Schau dir diese ruhig mal an. Aber ich habe gedacht, wir brauchen hier jetzt nochmal einen kurzen Refresher, eben spezifisch zu der Frage der gesetzlichen Rente. Denn hier geht es um Prinzipien des internationalen Steuerrechts. Und wenn du dich mit dem Thema Auswanderung befasst und möglicherweise planst, deinen Ruhestand im Ausland zu verbringen, dann ist es wichtig, dass du die Basics verstehst, nach welchen sich eine solche Besteuerung entscheidet. Weil ansonsten wird es sehr schwierig sein, dass du die für dich ideale steuerliche Strategie für deinen Ruhestand identifizieren kannst. Deswegen werden wir jetzt in diesem Video nochmal einen kurzen Refresher machen zu diesem Thema. Wenn dir das Thema schon vertraut ist, weil du vielleicht schon andere Videos dazu von uns geschaut hast, dann 100 Bonuspunkte für dich. Du bist ein vorbildlicher Schüler bzw. Schülerin. Also befassen wir uns zunächst mal mit der Frage, warum kommt diese Person, die dort kommentiert hat, auf unser Video eigentlich auf die Idee, dass solche Renten aus Deutschland, die gesetzliche Rente, immer dort in Deutschland zu versteuern ist, selbst wenn man im Ausland wohnt. Nun, das ist natürlich eine berechtigte Frage und grundsätzlich ist natürlich ein wahrer Kern an diesem Kommentar auch dran. Du weißt ja, wenn du Deutschland verlassen hast, wenn du keinen Wohnsitz mehr hast in Deutschland, nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist, dann endet die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Du bist dann also nicht mehr für dein weltweites Einkommen in Deutschland steuerpflichtig, sondern du bist dann beschränkt steuerpflichtig und nur noch auf deine deutschen Einkünfte musst du nach deinem Wegzug in Deutschland Steuern bezahlen. Die beschränkte Steuerpflicht, sie ist in § 49 des Einkommensteuergesetzes definiert. Das wollen wir uns doch jetzt mal eben zu Gemüte führen. Hier ist der § 49 und hier sind also nun die Einkünfte definiert, welche als inländische Einkünfte gelten. Das heißt, auch wenn du nicht mehr in Deutschland wohnansässig bist, wenn du nicht mehr in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig bist, musst du auf diese Einkünfte in Deutschland Steuern bezahlen. Das klassische Beispiel natürlich Mieteinnahmen. Wenn du jetzt über deutsche Mieteinnahmen verfügst, dann sind die immer in Deutschland zu versteuern, wenn sich dort die Immobilie befindet. Ganz egal, wo du wohnst. Also, diese Katalogeinkünfte jedenfalls bezeichnen jene Einnahmen, die in Deutschland zu versteuern sind. Wir scrollen mal ein bisschen weiter runter. So, hier haben wir jetzt Absatz 7. Was sehen wir jetzt hier beim Satz 7? Sonstige Einkünfte im Sinne des Paragraphen 22. Dort sind die sonstigen Einkünfte definiert. Nummer 1, Satz 3, Buchstabe A, die von den inländischen gesetzlichen Rentenversicherungsträgern der inländischen landwirtschaftlichen Altersklasse, den inländischen berufsständigen Versorgungseinrichtungen, den inländischen Versicherungsunternehmen oder sonstigen inländischen Zahlstellen gewährt werden. Dies gilt entsprechend für Leibrenten und andere Leistungen ausländischer Zahlstellen, wenn die Beiträge, die den Leistungen zugrunde liegen, ganz oder teilweise bei der Ermittlung der Sonderausgaben berücksichtigt wurden. So, also hier sind jetzt sämtliche Ruhestandsbezüge
eigentlich mit inkludiert. Und in Verbindung eben mit dem Paragraphen 22, den wir jetzt nicht anschauen müssen, würden darunter auch die Betriebsrenten fallen. Ja? Wenn man sich diese grundsätzlichen Regelungen anschaut, was hier in Paragraphen 49 und in Paragraphen 22 definiert ist, möchte man meinen, derjenige, der den Kommentar bei meinem Video hinterließ, recht hatte. Augenscheinlich ist es ja so, vor dem Hintergrund der beschränkten Steuerpflicht, dass Ruhestandsbezüge in Deutschland zu versteuern sind. Aber, und jetzt kommt das sehr große Aber. Das gesamte deutsche Steuerrecht ist inländisches Recht. Wenn wir jetzt mal die Doppelbesteuerungsabkommen ins Spiel bringen, die Deutschland abgeschlossen hat, so ungefähr 100, wo ebenfalls geregelt wird, wo die Rente besteuert wird, wenn jemand von einem Staat in einem anderen Staat lebt, dann stellen wir fest, dass es sich dabei um internationales Recht handelt. Und internationales Recht hat eine höhere Rangordnung als nationales Recht. Es übertrumpft sogar nationales Recht. Das würde bedeuten, was hier steht im Einkommensteuergesetz ist natürlich korrekt. Das heißt, wenn du in ein Land auswanderst, mit dem Deutschland kein Doppelbesteuerungsabkommen hat, dann gilt in puncto deiner Rente das, was hier im Paragraphen 49 des Einkommensteuergesetzes steht. Sämtliche Ruhestandsbezüge sind in Deutschland zu versteuern. Für jene, die in ein Land ziehen, mit dem es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, gilt nicht das, was hier steht, sondern es gilt, was im Doppelbesteuerungsabkommen vereinbart wurde, selbst wenn es der Regelung im Paragraphen 49 widerspricht. Und das ist nun ein extrem wichtiger Punkt, denn tatsächlich gibt es viele Doppelbesteuerungsabkommen, die das Ganze sehr differenziert betrachten. Hier wird zum einen mal unterschieden zwischen gesetzlichen Renten und auch Betriebsrenten. Hier wird ebenso unterschieden zwischen Beamtenpensionen und auch Renten aus dem öffentlichen Dienst. Und für jede dieser unterschiedlichen Ruhestandsbezüge werden dann möglicherweise in den Doppelbesteuerungsabkommen individuelle Besteuerungsregeln aufgestellt. Natürlich ist es so, dass Deutschland sich ein möglichst umfassendes Besteuerungsrecht sichern möchte. Deswegen kann man tendenziell sagen, dass gerade in vielen der neuen Doppelbesteuerungsabkommen die Regelung so ist, dass tatsächlich die gesetzliche Rente immer in Deutschland zu versteuern ist. Ebenso übrigens die Beamtenpensionen und Ruhestandsbezüge aus dem öffentlichen Dienst. Aber dass gerade die Betriebsrenten oder auch Leistungen der privaten Altersvorsorge tatsächlich nicht in Deutschland zu versteuern sind, sondern im Ansässigkeitsstaat. Und das erlaubt dir nun natürlich eine sehr geschickte Steuerplanung, gerade dann, wenn du über eine Betriebsrente verfügst. Bestes Beispiel hier die Philippinen. Die Philippinen haben eine solche Regelung. Das heißt, die gesetzliche Rente ist in Deutschland zu versteuern, die Betriebsrente ist in den Philippinen zu versteuern. Die Philippinen besteuern die Betriebsrente nicht, eines Ausländers inklusive auch die Einmalzahlung nicht. Das heißt, hier könntest du also, wenn du eine Betriebsrente hast, diese steuerfrei beziehen, auch die Einmalzahlungen. Aber in diesem Video geht es ja spezifisch um die gesetzliche Rente. Die Frage ist also, gibt es auch Wohnsitzländer, in die ich umziehen kann als Rentner, wo ich dann meine deutsche Rente nicht in Deutschland versteuern muss, sondern eben in meinem Wohnsitzland. Und sind darunter Wohnsitzländer, die möglicherweise steuerlich attraktiv sind, sodass ich dann weniger Steuern zahle, als ich in Deutschland bezahlen müsste und möglicherweise überhaupt keine Steuern zahlen muss. Nun, das ist eine hochinteressante Frage. Jetzt muss man natürlich wissen, das Abkommensrecht ist unendlich komplex. Wir können natürlich auch jetzt nicht hier zig Abkommen durchkämmen. Das heißt, ich werde dir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel zeigen. Und zwar aus dem beliebtesten Auswanderungsland der Deutschen, der Schweiz. So, hier also das Abkommen in der Schweiz. Es handelt sich um eine konsolidierte, sogenannte nicht amtliche Fassung, denn hier stellt das Ministerium eine jetzt gültige Zusammenfassung sämtlicher Änderungen zur Verfügung. Deswegen ist das Format auch leicht seltsam. Also, wir haben hier Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz. Jetzt scrollen wir mal weiter runter. Diese Abkommen sind alle ungefähr gleich aufgebaut. Das heißt, die Ruhegehälter sind immer meistens in Artikel 18 oder auch 17 entsprechend definiert. So, was steht jetzt hier im Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz? Vorbehaltlich des Artikels 18 können Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbstständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat besteuert werden. So, und das steht jetzt ja in
direkten Widerspruch zum Paragraphen 49 des Einkommensteuergesetzes, beschränkte Steuerpflicht, die wir gerade eben angeschaut haben. Wenn du also in die Schweiz umziehst als Rentner, dann wird deine gesetzliche Rente nicht mehr in Deutschland besteuert, sondern in der Schweiz. Klammer auf, spezifisch in der Schweiz gibt es eine Sonderregelung, die sogenannte überdachende Besteuerung. Diese sagt aus, dass in den ersten 5 Jahren nach Wegzug die Rente trotz dieses Artikel 18 in Deutschland zu versteuern ist und erst nach 5 Jahren in der Schweiz dann tatsächlich zu versteuern wird und in Deutschland nicht mehr. Aber grundsätzlich eben sind sämtliche Ruhestandsbezüge in der Schweiz zu versteuern. Auch natürlich die Betriebsrenten mit den Einschränkungen, die wir dann hier im Artikel 19 sehen. Da geht es um Beamtenpensionen und Renten aus dem öffentlichen Dienst. Diese sind also in Deutschland zu versteuern. Also da sehen wir schon, wenn du in das beliebteste Auswanderungsland der Deutschen als Rentner umziehst, nämlich in die Schweiz, dann darf der deutsche Staat deine deutsche Rente nicht mehr besteuern. Jedenfalls nicht nach den ersten 5 Jahren. Welche weiteren Länder gibt es denn jetzt noch? Ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht hier jedes einzelne Doppelsteuerungsabkommen aufrufen, aber es gibt hier eine sehr interessante Webseite des Finanzamtes Neubrandenburg. Du weißt vielleicht, dass das Finanzamt Neubrandenburg für dich zuständig ist, wenn du als Rentner ins Ausland gehst. Diese Webseite wollen wir uns jetzt auch mal zu Gemüte führen. So, Finanzamt Neubrandenburg, zentrales Finanzamt für Rentenempfänger mit Wohnsitz im Ausland. Alles, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, wird hier auch nochmal ganz kurz und knapp erklärt. Du kommst darüber, indem du in der Navigation auf diesen Artikel, auf diesen Link klickst oder eben wir gehen jetzt auf den Link mit dem Wohnsitzstaat. Jetzt wird auch nochmal erklärt, Doppelsteuerungsabkommen und so weiter und so fort. Und hier stellt dann sogar die Behörde eine interessante Liste mit Ländern zur Verfügung. Keine Besteuerung in Deutschland bei Wohnsitz in. Das heißt, wenn du in einem dieser Länder lebst, die hier drauf sind, dann hat Deutschland kein Besteuerungsrecht auf deine gesetzliche Rente. So, interessanterweise ist die Schweiz hier gar nicht drin. Und obwohl wir es uns gerade selbst angeschaut haben, allein die Schweiz hat das Besteuerungsrecht. Warum ist das nicht drin? Naja, wegen der 5-Jahres-Regelung, die wir uns gerade eben angeschaut haben. Egal in welches Land du hier nun ziehst, in dieser Liste und wie gesagt, diese Liste ist auch nicht jetzt 100%ig vollständig, muss man sagen. Da gibt es einige interessante Länder, die hier zum Beispiel nicht drauf sind. Dann ist deine Rente steuerfrei. So, jetzt natürlich die Frage, welcher dieser Länder sind jetzt besonders steuergünstig? Naja, fangen wir mal an. Bolivien. Bolivien sind ausländische Einkünfte steuerfrei. Wenn du nach Bolivien ziehst, dann kriegst du deine Rente also komplett tutti frutti steuerfrei ausbezahlt. Das gleiche gilt in Albanien. Das gleiche gilt in Ecuador. In Griechenland werden ausländische Renten mit 7% besteuert. Das klingt jetzt wenig, aber in den meisten Fällen lohnt sich das auch nur für Betriebsrenten, ehrlich gesagt. Indien, Iran, naja, ich weiß nicht, ob du dorthin ziehen willst. Moldawien, auch dort sind Renten steuerfrei. Serbien, auch in Serbien ist die Rente steuerfrei. Und was ich damit meine, ist, dass nicht nur die Rente nicht in Deutschland besteuert wird, sondern sie wird eben auch in Moldau und Serbien nicht besteuert. Montenegro ebenfalls die gleiche Situation. Thailand, ein sehr bekanntes Land diesbezüglich. Viele Rentner leben ja in Thailand. Auch in Thailand ist die ausländische Rente steuerfrei. Allerdings musst du Steuern auf den Teil der Rente bezahlen, den du nach Thailand überweist. Für viele Rentner ist das also in der Regel nicht realisierbar, die Steuerfreiheit, aber grundsätzlich wäre es steuerfrei. Also, nochmal. Diese Liste sagt jetzt zunächst ja nur aus, wann keine Steuer in Deutschland anfällt. Wenn du nach Albanien umziehst und du kannst dich auf das DBA berufen und du kannst ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat beim Finanzamt einreichen, dann wird das Finanzamt dir die Rente brutto auszahlen. Das sagt noch nichts darüber aus, ob jetzt diese Länder auch steuergünstig sind. Viele Länder sind ja nicht steuergünstig. Bestes Beispiel Vereinigte Staaten. Du wirst zwar weniger Steuern zahlen wahrscheinlich als in Deutschland, aber ist jetzt kein wirklich steuergünstiges Land. Das heißt, diese Arbeit musst du natürlich dann noch zusätzlich machen und das ist ja auch das, was wir uns dann genau in dem Seminar auch anschauen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber wir können nun also rechtssicher mit Bestätigung des Finanzamtes Neubrandenburg tatsächlich aus dem Brustton der Überzeugung sagen, dass die gesetzliche Rente aus Deutschland nicht in jedem Fall in Deutschland steuerpflichtig ist. Zwar ist das definiert in Paragraphen 49 des Einkommensteuergesetzes, aber internationales Recht übertrumpft nationales Recht. Und wenn du in einem der Länder wohnst, von denen wir hier gesprochen haben, die auch auf der Liste des Finanzamtes Neubrandenburg mit enthalten sind, dann wird deine Rente in Deutschland nicht besteuert. Wenn du also dann geschickt auswanderst, deinen Wohnsitz in einem Land hast, wo es ein entsprechendes Doppelbesteuerungsabkommen gibt, dann wirst du die Rente komplett steuerfrei bekommen
können. Ob sich das nun lohnt, ist eine komplett andere Frage. Denn vielfach ist ja die Steuer, die man auf eine gesetzliche Rente zu bezahlen hat, auch nicht sehr hoch. Dann lohnt sich das bei einer gesetzlichen Rente finanziell in vielen Fällen nicht. Bei den Betriebsrenten ist es schon was ganz anderes. Wir haben zum Beispiel Fälle von Mandanten, die sind Piloten bei der Lufthansa gewesen, die haben auch eine gesetzliche Rente, die ist aber relativ klein, haben aber eine sehr üppige Betriebsrente. Und dort geht es also dann um eine andere Frage, nicht die wir in diesem Video besprechen. Dort geht es dann um die Frage, in welchen Ländern wird im Grunde genommen die Betriebsrente in Deutschland nicht besteuert und welche Länder sind dann steuerlich attraktiv für Ausländer. Dazu zählen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Philippinen oder auch zum Beispiel Costa Rica. Dort sind die Abkommen eben auch entsprechend gestaltet. Also, du musst da sehr genau nachrechnen, ob sich das lohnen wird für dich, wenn es jetzt nur rein um die gesetzliche Rente geht. Ich hatte es ja vorhin an dem Beispiel Griechenlands erzählt mit 7% Steuern. Vielfach wirst du feststellen, dass du bei deutscher Steuerpflicht weniger als 7% Steuern auf die Rente bezahlst. Du hast ja den Grundfreibetrag, den du in Anspruch nehmen kannst. Es wird auch nur ein Teil der Rente besteuert. Also, man muss das sich in puncto gesetzliche Rente sehr genau anschauen. Mir ging es jetzt auch gar nicht darum, unbedingt zu sagen, dass jetzt jeder, der eine gesetzliche Rente hat und vor allen Dingen dann nur von der gesetzlichen Rente lebt, sich ins Ausland verdrückt, weil dann dort viel Steuern sparen kann. Mir war es wichtig, dass du das Prinzip verstehst, denn dieses Prinzip nationales Recht, internationales Recht, Doppelbesteuerungsabkommen, das lässt sich dann natürlich auf alle möglichen Einkünfte übertragen, wenn man das einmal verstanden hat, wie das funktioniert. Also, in diesem Sinne, wenn auch du eine Auswanderung planst, wenn du deinen Ruhestand im Ausland verbringen willst, dann würde ich mich freuen, dich bei unserem Seminar in Edinburgh begrüßen zu dürfen oder natürlich auch ein Beratungsgespräch zu führen. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, steueroptimiert ins Ausland umzuziehen, ihr Vermögen zu sichern, zweite Staatsbürgerschaften zu erlangen und ihr Vermögen international zu diversifizieren. Ich selbst habe Deutschland und die EU vor 26 Jahren verlassen. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.